Hast du jemals erlebt, dass jemand plötzlich aufhört zu reden, dich ignoriert oder dir nur noch knappe Ein-Wort-Antworten gibt und du nicht weißt warum? Dieses Schweigen fühlt sich an wie ein Schlag in den Magen. Du suchst nach Erklärungen, findest aber keine. Und genau das ist der Punkt. Bleib unbedingt dran, denn in diesem Video erfährst du, warum Schweigen nicht immer harmlos ist, sondern manchmal die stärkste Form von Macht darstellt, die jemand gegen dich einsetzen kann. Es gibt viele Arten von Kommunikation: Worte, Gesten, Tonfall, Körperhaltung. Doch keine davon ist so subtil und gleichzeitig so mächtig wie das Schweigen. Viele Menschen glauben, Schweigen bedeute Frieden oder Neutralität. In Wirklichkeit ist Schweigen oft das Gegenteil. Schweigen kann eine Entscheidung sein, eine Strategie, eine Kontrolle, eine Botschaft, ohne auch nur ein einziges Wort auszusprechen. Der Grund, warum Schweigen so tief trifft, liegt in unserer Biologie. Menschen sind soziale Wesen. Unser Gehirn ist darauf programmiert, Signale zu erkennen, Nähe zu suchen und Antworten zu erwarten. Wenn wir keine Antwort bekommen, entsteht eine Art Alarmzustand. Das Gehirn beginnt zu suchen. Habe ich etwas falscher gemacht? Ist der andere wütend? Habe ich etwas übersehen? Dieser innere Stress ist genau der Raum, in dem Schweigen seine Macht entfaltet. Es gibt Menschen, die Schweigen bewusst einsetzen. Nicht, weil sie nichts zu sagen haben, sondern weil sie wissen, dass es dich verunsichert. Sie benutzen Schweigen, um Distanz zu schaffen, Druck aufzubauen oder dich in eine Position zu bringen, in der du mehr gibst, mehr erklärst oder dich entschuldigst, selbst wenn du nichts falsch gemacht hast. Man nennt dieses Verhalten oft Silent Treatment. Es ist eine Form emotionaler Kontrolle. Dabei geht es nicht darum, Konflikte zu lösen, sondern darum, Macht zu demonstrieren. Wer schweigt, zwingt den anderen in eine Phase der Unsicherheit. Und Unsicherheit ist ein Nährboden für Selbstzweifel. Wenn jemand schweigt, obwohl er kommunizieren könnte, passiert Folgendes: Der andere muss raten, der andere muss fühlen, der andere muss interpretieren. Das erzeugt ein Ungleichgewicht. Der Schweigende hat die Kontrolle über die Situation. Er entscheidet, wann Nähe entsteht oder wann sie entzogen wird. Er bestimmt den Rhythmus, das Tempo, manchmal sogar das emotionale Klima einer gesamten Beziehung. Doch nicht jedes Schweigen hat dieselbe Bedeutung. Es gibt verschiedene Formen und jede zeigt eine andere Dynamik. Das verletzende Schweigen, wenn jemand mitten in einer Diskussion plötzlich abbricht, sich abwendet und dich stehen lässt. Das strafende Schweigen, wenn jemand bewusst nicht antwortet, um dich zu bestrafen. Das manipulative Schweigen, wenn jemand weiß, dass du Harmonie willst und schweigt, damit du mehr gibst, als du solltest. Und dann gibt es auch das vermeidende Schweigen, wenn Menschen Konflikte nicht aushalten können und lieber fliehen, statt zu reden. Was all diese Formen verbindet: nicht das Schweigen selbst verletzt, sondern die Botschaft dahinter. Das Schweigen bedeutet: Deine Gefühle sind mir nicht wichtig genug. Ich kontrolliere die Situation. Ich spreche erst, wenn ich es will. Das Schweigen entzieht dir die Möglichkeit, Klarheit zu bekommen. Und Klarheit ist das, was Menschen am meisten brauchen, um sich sicher zu fühlen. Viele Menschen reagieren auf Schweigen mit Überanpassung. Sie schreiben längere Nachrichten, erklären sich, entschuldigen sich mehrmals, versuchen die Distanz zu überbrücken. Doch genau das verstärkt oft den Machtunterschied. Denn der andere sieht, dass das Schweigen wirkt. Es ist wichtig zu verstehen: Schweigen kann eine Waffe sein, aber nur, wenn du es zulässt, dass es dich trifft. Die Kontrolle liegt nicht allein beim Schweigenden. Sie entsteht erst, wenn du versuchst, die Lücke mit deinen eigenen Ängsten zu füllen. Deshalb ist der erste Schritt, die Dynamik zu erkennen. Schweigt jemand, um den Konflikt zu beruhigen? Oder schweigt jemand, um dich zu kontrollieren? Das ist ein riesiger Unterschied. Schweigen als Selbstschutz ist legitim. Jeder Mensch braucht manchmal Ruhe. Doch Schweigen als Machtmittel zerstört Beziehungen. Es verhindert Lösungen. Es schafft emotionale Distanz. Es macht dich kleiner, leiser, vorsichtiger, unsicherer. Und genau so wirkt es. Was kannst du tun, wenn jemand Schweigen als Waffe einsetzt? Das Wichtigste: Interpretiere es nicht automatisch als Fehler deinerseits.
Oft sagt das Schweigen mehr über die innere Welt des anderen aus als über dich. Menschen, die schweigen statt zu sprechen, zeigen damit oft ihre eigene Unsicherheit. Sie haben Angst vor echter Verletzlichkeit, vor Verantwortung oder vor der Wahrheit. Reden ist Mut. Schweigen kann Feigheit sein. Zweitens, reagiere nicht über. Wenn du das Bedürfnis spürst, dich zu erklären, die Situation zu retten oder die Stille zu füllen, dann atme tief durch und gib dir Zeit. Die Tatsache, dass du dich erklären willst, bedeutet nicht automatisch, dass du Schuld hast. Es bedeutet oft nur, dass du Harmonie suchst. Drittens, setze klare Grenzen. Du kannst sagen, ich bin bereit zu reden, wenn du es bist, aber Schweigen als Reaktion verletzt mich. Damit übernimmst du die Kontrolle über deine eigenen Gefühle. Du machst klar, dass respektvolle Kommunikation die Grundlage jeder Beziehung ist, egal ob Freundschaft, Familie oder Partnerschaft. Und viertens, erkenne, wann du gehen musst. Wenn Schweigen nicht einmalig ist, sondern ein Muster. Wenn Schweigen immer dann kommt, wenn du starke Gefühle zeigst. Wenn Schweigen dazu benutzt wird, dich klein zu halten, dann ist es keine Kommunikationslücke, sondern ein Machtspiel. Und Machtspiele sind kein Ort für emotional gesunde Menschen. Am Ende zeigt Schweigen eines ganz klar. Wer dich respektiert, lässt dich nicht im Dunkeln stehen. Wer dich ernst nimmt, spricht mit dir. Wer dich schätzt, verschwindet nicht hinter einer Wand aus Stille. Schweigen kann eine Waffe sein, aber du entscheidest, ob sie dich trifft. Du entscheidest, ob du unsichtbare Machtspiele akzeptierst oder ob du Beziehungen suchst, die aus Klarheit, Reife und echter Kommunikation bestehen. Denn manchmal ist nicht das Schweigen die größte Gefahr, sondern das, was du dir selbst erzählst, während du darauf wartest, dass der andere endlich spricht.